Ich habe jetzt gehört, seit März gibt es bei Burger King in Köln in mehreren Märkten oder Restaurants Mehrweg. Wie wird das angenommen? Also einleuchtend vielleicht noch aus meiner Sicht, wenn jemand im Restaurant ist, aber wenn die Leute das Restaurant verlassen und das klassische To-Go machen, funktioniert das? Wir haben im März in einen Piloten gestartet, in 12 Restaurants in Köln, schalten bald noch einen 13. neu eröffneten Store hinzu. Und jetzt so nach wenigen Wochen können wir einmal eine erste Bilanz ziehen, dass die Akzeptanz tatsächlich noch nicht so hoch ist, wie wir es uns gewünscht haben. Ganz oft sagt man ja zu Konsumenten, hier sind die beiden Alternativen, du kannst schon nachhaltiger, aber Nachhaltigkeit ist halt irgendwie doch teuer oder unattraktiv. Oder man sagt selber als Haltungsstatement, weil uns das Thema wichtig ist, ich meine, ihr steht jetzt ja am Anfang, aber macht man diesen Shift? Bei uns sind die Produkte nicht teurer, nur weil sie im Mehrweg angeboten werden oder weil etwas ohne Fleisch auskommt. Hat für uns natürlich als Unternehmen Mehrkosten zu bedeuten, denn eine Mehrweglösung ist Stand heute einfach deutlich teurer als Einweg. Und nichtsdestotrotz wollen wir das nicht dem Portemonnaie des Gastes überlassen, der dann sagt, kann ich mir Mehrweg leisten, kann ich mir mehr Nachhaltigkeit leisten. Ich glaube, da müssen auch wir als Unternehmen die Verantwortung tragen, es so attraktiv wie möglich zu machen. Wenn ich so unsere Blickwinkel auf Konsumentinnen, die ja grundsätzlich bereit sind, ist tatsächlich Mehraufwand sogar noch kritischer als Mehrpreis. Und deshalb bin ich gespannt, ob das funktionieren kann, in dem System, das convenient heißt, quasi eine Inconvenience reinzubringen. Es geht darum, dass es weniger wird und es geht darum, dass wir Kreisläufe schließen. Und das passiert nicht. Und ich glaube, das spüren die Menschen auch. Das übergeordnete Ziel zu sagen, wir schließen Kreisläufe, um A, den Materialeinsatz zu reduzieren und B, hinten raus das Abfallaufkommen. Aus meiner Sicht sind wir da noch nicht wirklich vorangekommen, wollen wir viele kleine Lösungen machen. Und jede kleine Lösung wird schon versucht, den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern als die Lösung eines Problems. Dabei wissen wir, dass das Problem nicht gelöst ist. Bei uns ist die Challenge, dass wir relativ kleine Küchen haben, die Spülmöglichkeiten andere sind als zum Beispiel in klassischer Gastronomie und wir das eben in diesen Restriktionen nach einem System suchen, was wir umsetzen können. Und da hat sich die Lösung von Interzero, die wir gemeinsam entwickelt haben, als die beste, die umsetzbarste und die skalierbarste momentan herauskristallisieren. Deswegen haben wir mit denen den Pilot gestartet. Wenn ich mir vorstelle, ich kaufe mir einen Kaffee in der Stadt und bin dann aber noch eine Stunde unterwegs zum Shoppen. Ich möchte diesen Becher loswerden. Deshalb, ich würde mir wünschen, dass es irgendeine Abgabemöglichkeit ist. Und halten Sie solche Systeme für realistisch? Denn meine Überzeugung ist, nur wenn man sowas hat, wird es wirklich funktionieren. Kein Mensch will den ganzen Tag mit 7 verschiedenen Kaffeebechern durch die Stadt laufen. Wir brauchen eine Lösung, die flächendeckend funktioniert, weil ein Burger King, wenn ich einen Burger King in München mir einen Becher mitnehme, dann möchte ich den gerne auch beim Burger King in Berlin abgeben können oder dort nutzen können. Es sind große operative Herausforderungen, die wir momentan eben in diesen Piloten in Köln darin lösen, dass wir nur eigene Gebinde haben, die Gebinde von Interzero gespült werden und wir einen operativen Ablauf haben, jetzt ganz zu Beginn, der einfach mal funktioniert. Mir kommt es vor, wie bei so vielen Nachhaltigkeitsthemen, dass man versucht, etwas in sich Unnachhaltiges ex post ein bisschen nachhaltiger zu machen. Wenn man mal so nach vorne schaut, hat dann jeder Burger King eine Küche oder eine Spülmaschine? Was glauben Sie, wo geht die Reise hin? Weil wenn wir wirklich bestimmte auch Klimaziele erreichen wollen, ist ja immer die Frage, ob die kleinen Schritte, die wir gerade in Deutschland auch in vielen anderen Bereichen gehen, ob die am Ende reichen werden. Das sind genau die richtigen Fragen. Wir sehen, dass unsere Gäste ein anderes Nutzungsverhalten an den Tag legen. Viel mehr Drive wird genutzt, auch bedingt durch die Corona-Pandemie. Wir brauchen vielleicht weniger Sitzplätze, weil auch Lieferdienste stärker genutzt werden, weil Takeaway stärker genutzt wird. Das heißt, wir können auf der gleichen Fläche mehr Platz für eine Küche einplanen. Das bietet natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch im Bereich Mehrweg, gerade im Bereich Mehrweg, an Lösungen zu denken. Wir haben seit 30 Jahren ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Haben wir wirklich eine Kreislaufwirtschaft? Ich glaube, das haben wir nicht. Ich glaube, das ist die Debatte, die wir brauchen. Das kann auch kein Endverbraucher lösen. Im Endverbraucher kann man sagen, das ist die Lösung und die gilt. Also wenn ich auf unser Pilotprojekt in Köln schaue, dann erwarten wir davon, genug Erkenntnisse zu gewinnen. Wie ist es operativ umsetzbar, dieses Mehrweg in unseren Restaurants? Das sind hochkomplexe Themenbereiche, weil wir immer in diesem Spannungsfeld zwischen Lebensmittelsicherheit, Hygiene und einer operativen Umsetzbarkeit sind.
Natürlich, so ein Pilot und Mehrweg kostet ein Unternehmen erstmal mehr Geld. Und was uns eben wichtig ist, dass der Preispunkt der gleiche bleibt wie bei Einweg. Aber so ist es eben im Leben. Nachhaltigkeit kostet einfach auch manchmal ein bisschen mehr Geld. Und da muss man selber entscheiden, auch als Unternehmen, ob einem das wert ist. Und wir sagen, ja, Nachhaltigkeit ist uns das wert und Mehrweg ist uns das wert. Und jetzt werden wir schauen, wie sich das preislich entwickeln wird durch eine Skalierbarkeit, wenn auch andere Anbieter zusammenkommen, wenn es sich weiterhin technisch entwickelt. Und da bin ich mal gespannt, was Interzero noch uns bieten wird in den kommenden Monaten, bin aber auch zuversichtlich, dass es sich preislich abbilden lassen wird. Blicken wir auf die Mehrwegbehälter, was sie leisten können im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, es ist nicht der Allheilsbringer. Mehrweg kann definitiv einen Beitrag leisten in der Reduzierung von Müll, von Abfall. Aber zu sagen, Mehrweg ist per se immer ökologischer als Einweg, ist, glaube ich, Unfug. Ein Mehrwegbecher macht dann absolut Sinn, wenn er mehrfach genutzt wird, wenn er dauerhaft in diesem System bleibt. Wenn der allerdings nach 1-2 Mal Nutzung weggeworfen wird, dann ist der für die Umwelt deutlich schädlicher als eine Papierverpackung. Das ist eben die Herausforderung, die wir mit Interzero angegangen sind beim Mehrweg. Wir haben uns angeschaut im Kölner Bereich, was für Restaurants gibt es und was können wir nutzen. Darum sind wir auch auf diesen externe Spüldienstleister gegangen, denn nicht jede Küche bei uns verfügt über eine Spüllogistik, über genug Platz für Spülung, sodass wir eben mit Interzero gemeinsam an einer Logistik gearbeitet haben, an Prozessen, die so optimiert sind, dass sie sich in den Ablauf in einem Restaurant einbinden lassen und gleichermaßen Hygiene, Lebensmittelsicherheit etc. verbinden. Nach unserer Erfahrung ist es schon so, dass es auch immer um die Konsistenz von Botschaften geht. Ne? Dass man, wenn man als Marke auf der einen Seite eigentlich immer nur billig neue Schweinebauchbeilage und dann kommuniziere ich 2-mal im Jahr Nachhaltigkeit, die dann mit mehr Aufwand oder mehr Kosten verbunden ist, dann ist es ja eigentlich schon fast inhärent, dass es nicht funktionieren kann. Es ist Teil unseres unternehmerischen Ziels und es wird auch Teil des unternehmerischen Erfolges sein. Und nur ein Unternehmen, das sich eben mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt und das glaubhaft in die Unternehmung übersetzen kann, wird aus meiner Sicht zukünftig erfolgreich sein können. Von daher ja, Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Strategie und nichtsdestotrotz stehen wir relativ am Anfang für Burger King in Deutschland. Das heißt einfach sagen, wie es ist, es nicht als etwas Größeres abfeiern, als es jetzt de facto ist. Es ist ein Becher, Punkt, in 12 Märkten, Punkt. Und es ist genau das darzustellen. Dann sind Menschen auch, nur wenn man ihnen versucht, dass der Becher die Welt rettet, dann ist die Kritik auch mal nicht gerechtfertigt.